Dort werden illegale Holzarbeiter immer mehr zu einem Problem, denn sie fällen wertvolle Mahagonibäume und zerstören so die tropische Landschaft. Es werden von der Sache her lokale Leute angeheuert, die für, ich sage jetzt mal eine Zahl, für $160 ein halbes Jahr dort im Wald abgesetzt werden. Das heißt, das sind in der Regel 6, 7 Leute, suchen die Bäume, fällen die vor Ort, zersägen die an Ort und Stelle und tragen diese großen Mahagonibretter auf dem Rücken zu einem Fluss, wo es möglich ist, die quasi runter zu flößen. Denn in dem Naturreservat darf nur an bestimmten Stellen des Flussufers das seltene Holz geschlagen werden. Von dort aus darf es dann sogar mit staatlicher Genehmigung weiter befördert werden. Dass dieses Holz aber mitten aus dem Urwald stammt, interessiert die oftmals korrupten Beamten nicht. Das größte Problem, was ich eigentlich sehe, weil Nachfrage, Angebot ist ja immer, wer nimmt denn im Endeffekt das Holz ab? Und das sind in der Regel die Staaten Europa, China und Japan. Welchen Schaden die illegale Abrodung schon angerichtet hat, das wollen die beiden im Auftrag der Umweltorganisation Round River dokumentieren. Da ihre Expedition aber sehr heikel ist, reisen sie offiziell als Mitarbeiter der Universität von Bolivien. Möglichst viele wichtige Zettel mit unheimlich großen Stempeln drauf, dass wir den Leuten da vor Ort einfach sagen können, passt mal auf, wir sind nicht alleine hier, sondern wenn ihr uns jetzt irgendwas tut, dann kommt im Nachhinein der riesengroße Tross und ihr habt ein riesiges Problem. Nur einen Teil der Expedition werden Anke und Thorsten in ihrem Boot verbringen. Den anderen Teil müssen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes durch den Urwald schlagen. Ich habe mal die Zeit genommen, nur mal so aus Quatsch. 10 Meter hacken sind 10 Minuten. Und wenn man dann irgendwie ein paar Kilometer vor sich hat, dann dauert das entsprechend lang. Auf welche Strapazen sie sich während des Trips einlassen, wissen die beiden aus früheren Reisen nur zu gut. Mehrere Male waren sie schon im peruanischen Urwald mit dem Faltkanu unterwegs. An Bord nur das, was sie für die 8 Wochen benötigen. Ein paar Nahrungsmittel, ein Zelt, Schlafsäcke und lebenswichtige Medikamente. Zur Vorbereitung der Expedition gehört aber auch ein tägliches Ausdauertraining und mehrere Mahlzeiten am Tag, eben eine wahre Energiereserve. Wir haben das Programm FF, nennen wir das, Fit und Fett. Das heißt, ich esse mir, wie man sieht, sieht aus wie so ein Fellpitti, Pitti-Blatt, so 10, 12 Kilo vorher mehr an. Anke gibt sich auch richtig Mühe seit Wochen, das zu schaffen, aber so... Nee, 12 Kilo mehr will ich aber nicht haben. Okay. Ja, die dann in der Regel danach auch wieder weg sind, also die man auch braucht. Und gerade in diesen Krankheitsfällen, also wo man sagt, okay, der Körper ist vielleicht durchtrainiert, das ist alles schön, aber ich brauche ein Potenzial, ich brauche irgendwann eine Schicht, wo ich noch von zehren kann, wenn es halt nicht mehr geht. Anfang Dezember geht die große Expedition los. Und wenn Anke und Thorsten im Frühjahr wieder zurück sind, dann soll auch ihr erstes Buch erscheinen. Über ihre Amazonas-Abenteuer im Urwald von Peru.